Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein T560 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die Besonderheit bei diesem Gerät ist, dass der Akku von außen zugänglich ist. Man muss dafür das Gerät nicht aufschrauben. Und die Seriennummer oder die genaue Modellnummer ist hier auch unter dem Akku zu finden. Um den Akku jetzt rauszunehmen, muss man nur den linken Schieberegler nach außen ziehen. Der rastet dann ein. Und der rechte, der rastet nicht ein. Den schiebt man nach außen und hält ihn, während man den Akku dann einfach herausschiebt. Und wie gesagt, hier unten drunter sehen wir die genaue Modellnummer. Und mit dieser könnt ihr auch super einfach alle Ersatzteile bei uns im Shop finden. So, allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch sehr einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abnehmen, sondern nur den Frontrahmen hier lösen und kann dann das Display tauschen. Auf dem Frontrahmen sieht man übrigens auch nochmal die Seriennummer. Und auch die Tastatur lässt sich bequem von oben tauschen. Und dafür muss man nur den Rahmen, in der die Tastatur liegt, so ein bisschen nach oben schieben. Man sieht das hier eigentlich ganz gut. Und wenn der dann ganz oben ist, kann man die Schrauben sehen, die man lösen muss, nämlich hier. Und danach kann man die Tastatur einfach nach oben hin raushebeln. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bei manchen Geräten ist hier übrigens noch ein zweiter Akku, wo jetzt der Dummy sitzt. Der ist an diesen Schrauben hier befestigt.
und den müsste man dann auch mit dem Kabel lösen. Das Kabel würde dann zu diesem Stecker hier gehen. Das kann man dann einfach seitlich rausziehen und hätte dann auch hier den Strom vom Gerät genommen. Gut, was sehen wir noch? Wir können hier den RAM sehen. Es sind 2 Slots, einer davon ist gerade nicht belegt. Dann haben wir hier das LTE und direkt daneben das WLAN-Modul. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU und Grafik kühlt. Und hier unten sehen wir eine 2,5 Zoll SSD. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Und dann springt der einem förmlich schon entgegen. Man kann den dann einfach rausziehen und umgekehrt einfach wieder genauso reinstecken und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Um hier eine Festplatte einzubauen oder die vorhandene zu tauschen, muss man diese Schrauben hier lösen. Und dann kann man die samt dem Blech einfach aus dem Gehäuse nehmen. Und hier sehen wir dann den Stecker, in dem die befestigt ist. Den kann man einfach abziehen. Und ja, genauso kommt der dann auch wieder drauf. Die SSD legt man dann einfach wieder in das Gehäuse zusammen mit dem Metallbügel. Ja, und dann wird die wieder verschraubt und fertig. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Das heißt, diese 4 Schrauben hier muss man lösen. Dann noch dieses Kabel, das hier auf den Lüfter draufgeklebt ist. Und dann natürlich noch das Kabel vom Lüfter selbst. Und ja, bei diesem Stecker einfach nur darauf achten, nicht einfach das Kabel rausziehen. Den klappt man erst so nach oben. Das gibt dann das Kabel frei und dann kann man das einfach rausziehen. Ja, dann noch die Schraube hier oben rauslösen. Das Lüfterkabel selber ist relativ dünn. Das heißt, am Stecker selber greifen und zur Seite rausziehen. Und dann kann man eigentlich auch schon die gesamte Einheit rausnehmen. Die Wärmeleitpaste ist beim neuen Lüfter dann mit dabei. So, bevor wir den Deckel wieder zumachen, sollte in dem Gerät ein Akku sein. Nicht vergessen, den auch wieder mit dem Mainboard zu verbinden. Und dann kann man die Gehäuseunterseite einfach wieder auf das Gerät draufdrücken und da ruhig kräftig überall drücken, auch in der Mitte, dass alles wieder richtig einrastet. Man hört das sehr gut auch knacken. Ich gehe dann immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann kann man auch schon den Akku wieder draufschieben. Und ja, sollte der nicht richtig reingehen, dann in der Mitte noch mal ein bisschen zudrücken und dann sollte der problemlos einrasten. Ja, und jetzt müssen nur noch alle Schrauben wieder festgezogen werden und dann hat man das erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.